Wie lange arbeitest du schon mit Wasserfarben? Also ich arbeite seit 2007 mit Aquarell. Man lernt vorwiegend mit Aquarell zu arbeiten, wenn man es benutzt. Also es gab auch damals schon Tutorials, die ich mir durchgelesen habe auf DeviantArt, aber die waren, ja, sagen wir mal so, du kannst so ein Fließverhalten nicht mit einem Tutorial erklären, weil das reiner Zufall ist oder sehr davon abhängig ist, wie viel Wasser du auf dem Papier hast. Und deshalb muss man das quasi einfach oft ausprobieren und dann weiß man, an welcher Stelle das jetzt zuerst trocknet oder an welcher Stelle man dann nochmal drüber gehen muss. Ja, sowas lässt sich schwer vermitteln, wenn man das nur liest. Jetzt zu dem Thema dann auch nochmal, hast du dir das alles selbst beigebracht oder irgendwelche Kurse oder Classes dazu besucht? Es wäre schön, wenn es so Kurse geben würde oder gegeben hätte, als ich das gemacht habe. Marktlücke, mach du es. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist, glaube ich, auch nicht das Einfachste, sich über so Kurse da das beibringen zu lassen. Also was ich auf jeden Fall immer ganz schön gefunden hätte, wäre, wenn jemand, der das kann, das tatsächlich auch machen würde. Das kam leider zu selten vor. Aber ja, wie ich auch schon gesagt hatte, ich habe Tutorials gelesen, also vor allem ganz am Anfang. Und dann irgendwann lernt man halt, was man aus diesen Tutorials für sich rausziehen kann und was man auch eher vergessen sollte. Und es kommt dann halt der Punkt, wo man das oft genug einfach selber probiert. Also ja, im Prinzip ist es zu einem Teil selbst beigebracht, aber man lernt viel durch Beobachten. Was inspiriert dich dazu, entweder in so einem Manga-Stil oder realistisch zu malen? Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der, als er angefangen hat, mit Manga zu zeichnen, immer wieder gesagt bekommt oder gefragt wird, kannst du noch was anderes? Und also ich habe die ersten realistischen Porträts gemacht, da war ich glaube ich 16 oder so, und da gab es damals auf Deviant eine Frau, die hatte hier von Final Fantasy oder so die Videospielgrafik mit Bleistift abgezeichnet und das fand ich super cool und das wollte ich dann auch machen und dann habe ich halt diverse Musikerinnen vorwiegend, die ich cool fand, gezeichnet und seitdem ist es ungefähr auch mein Repertoire, sowas zu machen. Also was mich letzten Endes dazu inspiriert, ist nicht einheitlich. Also ich habe da verschiedene Aspekte, die mich dazu führen, mal Manga und mal realistisch zu werden. Aber man kann auch schon so ein bisschen dieses Muster nachverfolgen, dass wenn es realistisch ist, meistens Frauen sind und im Manga-Bereich eher Typen. Ja, ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass ich Männer haben kurze Haare und das kannst du bei diesem realistischen, dieses Realistische zeichnet sich vor allem, wenn es dieses Splatter-mäßige ist, dass man die Haare extrem überzeichnet. Also dass das sehr wie so ein Wasserfall drunter läuft oder so. Und das kannst du bei Männern sehr schlecht machen. Im Manga ist es halt so, da haben auch die Männer etwas längere Haare, wobei ich jetzt auch kurze Haare da einfacher zeichnen könnte, weil wenn man jetzt ein realistisches Porträt von einem Mann zeichnen würde, müsste man ja, wenn der kurz rasierte Haare hat, hier einen Stoppel machen. Das ist nicht so einfach. Warum bist du so gut? Ja, das ist eines der schönsten Fragen. Freut mich natürlich, aber Übung. Übung ist einfach, also... Ich weiß gar nicht, ob ich das schon in einem anderen Q&A gesagt habe, aber es ist halt, glaube ich, beim Zeichnen wie beim Sport. Das man kann sich Lehrer ran schaffen, oder wie bei Musik ja auch. Du kannst dir das von Leuten zeigen lassen, aber wenn du das nicht oft genug selber machst, dann passiert da auch nicht viel. Ja, man muss auch auf jeden Fall, glaube ich, so ein bisschen die Scheu vor Sachen verlieren. Also wenn man zum Beispiel immer strichelt oder sowas, also wenn man eine Zeichnung hat, die nachziehen möchte und die strichelt, muss man sich irgendwann mal dazu überwinden und den Strich in einem durchziehen.